Wir arbeiten einen Paper Piecing Stern. Das sind die einzelnen Patches und die möchten wir in diesem Video erarbeiten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Es gibt ein vorangegangenes Video, da haben wir uns gemeinsam einen Paper Piecing Vorlagenblock erarbeitet. Wenn ihr mögt, könnt ihr in dem Video nachschauen und euch ebenfalls so einen Block erarbeiten. Oder aber ihr findet unter diesem Video diese Vorlage verlinkt. Die könnt ihr euch dann einfach in gewünschter Anzahl ausdrucken. Ich habe meine Vorlage dreimal ausgedruckt. Den ersten Ausdruck habe ich genutzt, um daraus meinen Paper Piecing Vorlagenblock zu erstellen. Jetzt habe ich noch zwei Drucke über. Den ersten Druck, den einen Vordruck lege ich noch einmal zur Seite. Meine zweite Vorlage nehme ich mir und ich zerschneide sie. Ich schneide entlang der Außenkanten. Meine Nahtzugabe lasse ich stehen. Ich habe hier rundherum nochmal eine Viertel-Inch breite Nahtzugabe. Die erhalten wir uns. Wenn wir den äußeren Rand abgeschnitten haben, schneiden wir alle einzelnen Stoffstücke noch einmal zurecht. Diese einzelnen Elemente nutze ich zum Zuschneiden meiner Papiervorlage. Denn ich möchte meinen Patchwork-Block mit vorgeschnittenen Papierstreifen anfertigen. Unser Patchwork-Block hat schräg gelegte Linien. Wenn wir hier jetzt hingehen und wir nehmen ein Stück Stoff, ich lege mir das hier an, so, hier ist die Linie, da möchte ich nähen, ich lege mein Stoffstück an mit einer Nahtzugabe und wenn ich das jetzt darüber schlage, dann kippt sich das an dieser Schrägen zur Seite. Und je nachdem, wie breit mein Stoffstreifen ist, weiß ich nicht, ob mein Stoffstück abgedeckt wird. Dazu kommt, dass ich mein Stoffstück sehr grob zurückschneide und dann kann ich meinen Stoff irgendwann gar nicht mehr anlegen, weil ich diese Enden so zerstückelt habe. Das heißt, ich spare jede Menge Stoff, wenn ich mir das Ganze grob vorschneide. Und zum grob Vorschneiden nutze ich dann meine letzte Unterlage. Mein Stoffstück lege ich mit dieser Kante an mein Patch an. So. Das ist die Kante, über die möchte ich ein bisschen Kontrolle haben. Das heißt, ich lege mein Stoffstück auf meinen Stoff. Ich lege mein Lineal an und hier, ich möchte ein Viertel-Inch Nahtzugabe haben. Wer ein Lineal mit einer Viertel-Inch Naht hat, das ist ganz wunderbar, gebraucht das. Wenn eure Lineale aber Zentimeter aufweisen, unter dem Video findet ihr diese 3 Linien, das sind Inch-Abstände. Druckt euch das Ganze aus, legt das unter euer Lineal, legt eure Linealkante an der roten Linie, also an der Mittellinie an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze schwarz-weiß hochgeladen habe. Und setzt euch Washi-Tape-Streifen entlang der äußeren schwarzen Linie, immer mit Abstand, damit ihr später euren Stoff zwischen den Washi-Tape-Streifen liegen seht. Wenn ich das Ganze jetzt anlege, würde ich hier schneiden. Das möchte ich nicht. Ich möchte mir Sicherheit einbauen. Das heißt, ich möchte, obwohl ich hier mit Viertel-Inch arbeite, möchte ich entweder einen halben Inch oder aber 1,5 bis 2 Zentimeter Raum haben. Ich möchte also hier meine Nahtlinie setzen. Ich habe 1,5 Zentimeter abgemessen und ich schneide einmal zu. Bei der Außenseite wiederhole ich das. Lasst großzügig ein bisschen Stoff stehen. Macht das nicht zu klein, damit ihr das Ganze später auch noch kippen könnt. Wenn ich mein Stoffstück zugeschnitten habe, möchte ich das später, auch wenn ich das mal zur Seite legen muss und nicht durcharbeiten kann, direkt wiederfinden. Dafür habe ich meine letzte Vorlage ausgedruckt.
Und diese letzte Vorlage, hier lege ich jedes bereits zugeschnittene Stoffstück auf. Wenn ich das Ganze aus Resten zuschneide, dann sind meine Stoffstücke nicht so ordentlich. Dann haben meine Stoffstücke zwar die gerade Kante, aber der Rest, da interessiert mich dann nur, ob das Stoffstück groß genug ist. Das heißt, der Rest meines Patches ist sehr unregelmäßig. Damit ich weiß, wie ich das anlegen möchte, lege ich alle Stoffstücke zusammen auf die entsprechende Stelle. Und ich lege mein Zuschnittstück darüber. Das wiederhole ich mit allen Stoffstücken. Mein Schnittmusterteil 3 wird an dieser Stelle angelegt, also habe ich hier diese ordentlich zugeschnittene Kante. Bei meinem Schnittmuster 2 ist es diese Kante. Und Nummer 1 wird als erstes auf die Mitte gelegt. Da ist es relativ egal, wie mein Schnittmusterstück denn nun zugeschnitten ist. Hauptsache, es ist groß genug. Und das sind die Vorbereitungen, die ich noch treffe, um mein Patch arbeiten zu können. Und jetzt setzen wir das Patch zusammen. Meine vorbereiteten Stoffstücke. Meine vorbereiteten Schablonen mit der schon abgezogenen Schablone. Wir haben hier unser Patch mit der glatten Seite oben. Wir haben unsere 1 und wir haben unser Stoffstück mit der 1. Wir nehmen ein Stoffstück, legen das mit der rechten Seite zu uns. So, sortieren das schon. Wir legen das einfach erstmal drauf. Das Ganze drehen wir einmal um. Unter unserem Butterbrotpapier, so, sehen wir unseren Stoff sehr deutlich. Und wir sehen auch sehr klar unsere perforierte Linie. Das wird unsere erste Nahtlinie. Hier steht die 1, hier steht die 1, hier steht die 2, hier ist die perforierte Linie. Das wird die erste Naht. Und wir stecken unser Stoffstück so fest, dass diese ganze Linie vom ersten Stoffstück den Stoff abdeckt. Dass der Stoff komplett unter unserem ersten eingezeichneten Stoffstück liegt. Unsere erste perforierte Nahtlinie schlagen wir um und wir knicken sie noch einmal ein. Wir nehmen unser Lineal und wir legen unsere Viertel-Inch-Linie an. Hier ist die Viertel-Inch-Linie bei mir nun mit diesen Washi-Tape-Streifen markiert. Und zwischendurch kann ich immer wieder mein Papier sehen. Und das schneide ich einmal zu. So. Wir schlagen die Papierseite zurück, drehen das Ganze um, haben hier unser erstes Stoffstück, das zweite Stoffstück und wir nehmen von unserem Stapel das Stoffstück mit der Nummer 2, großzügig geschnitten mit der einen geraden Kante. Und wir schlagen das einmal um. Unser Stoffstück muss später diese Ecke abdecken, wenn wir das Ganze wieder zurückschlagen. Das kontrollieren wir. Wenn das gut klappt, legen wir unsere Schnittkante parallel zur Schnittkante vom ersten Stoffstück an. Einmal stecken. Das Ganze drehen wir wieder um. Wir haben wieder die perforierte Nahtlinie vor uns. Und diese perforierte Nahtlinie nähen wir nun einmal ab. Ich habe gern eine Stichlänge von 1,5. Das ist eine sehr kleine Stichlänge. Die perforiert mein Papier noch ein bisschen mehr und ich kann es später leichter entfernen. Und wir schneiden das wieder ab. Meinen Block drehe ich wieder um. So, ich nehme die Nadel heraus und ich schlage einmal meinen Stoffstreifen nach außen.
So schaut das jetzt aus. Das Ganze drehen wir wieder um. Hier ist die Ecke mit der 3. Die 3 soll als nächstes Stück genäht werden. Hier ist die 3. Das heißt, wir schlagen die 3 einmal zu uns, falten die Linie. Jetzt haben wir das vierte Element halb durchtrennt. Das ist aber okay. Wir legen das wieder vor uns hin, legen die Nahtlinie an und schneiden erneut zurück. Wir klappen unser Papier zurück, drehen das Ganze wieder um. Von unseren vorbereiteten Stoffstücken nehmen wir das Stoffstück 3. Das Stoffstück legen wir großzügig über unser drittes Feld und wir schlagen das Ganze einmal um. Sichern, umdrehen und wir nähen. Unsere Naht verläuft nun aber von diesem Ankerpunkt bis nach außen. Hier verläuft ja noch eine Quernaht. Wir können ein bisschen eher anfangen und können das nachher auftrennen. Ich verriegel das lieber. Das heißt, ich setze mein Füßchen schon auf der Naht an und nähe ein paar Stiche zurück. Von hier nähe ich nun wieder ganz genau meine Linie lang. Und hier habe ich nicht aufgepasst, hier habe ich einen Fadensalat, denn ich habe aus Versehen die Fadenspannung meiner Maschine verstellt. Und was ist, wenn eure Naht dann so aussieht? Ihr schlagt euer Stoffstück darüber. Achtet darauf, dass ihr diese Dinge mit einem Faden arbeitet, der sich nicht durchdrückt. Wir drehen das Ganze erneut herum, schlagen die Seite wieder nach außen, knicken das Ganze um. Als nächstes haben wir das vierte Stoffstück. Es ist das letzte Stoffstück, da ist es also nicht mehr schwer zu sehen, welche Naht wir als erstes nähen müssen. Wir schneiden unseren Stoff zurück. Schlagen das Papier nach außen. Wir drehen das erneut um und nun haben wir hier wieder eine gerade Naht. Und hier nehmen wir nun das vierte Stoffstück mit unserer gerade zugeschnittenen Naht und das kippen wir wieder mit den rechten Seiten zueinander. Stecken, umdrehen. Achtet darauf, dass eure Seiten sich nicht wegschlagen und ihr dann gar nicht den Stoff annäht. Wenn ihr das dann umdreht, sieht es so aus. Achtet darauf, dass euer Stoff tatsächlich liegt, wenn ihr das umdreht. Kontrolliert das immer noch mal oder steckt ein paar mehr Nadeln. Und auch das nähen wir wieder über unsere perforierte, dadurch markierte Linie ab. Wir schlagen das um. Ja, das ist eine schönere Linie. Und wir schlagen unser letztes Stoffstück nach außen. Und siehe da, es deckt alles gut ab. Wenn wir alle Stoffstücke an unser Patch genäht haben, können wir einmal die Nadeln entfernen. Und wir bügeln das Ganze einmal ab. Wir setzen unser Bügeleisen auf und bügeln ganz sanft, ohne Dampf zur Seite. Würden wir das Ganze mit Dampf bügeln, dann besteht die Gefahr, dass man den Stoff verzieht und wir hätten ein nicht so schönes Ergebnis. Unser Block ist glatt und fertig genäht. Wir drehen das Ganze noch einmal mit der Papierseite nach oben
und wir schneiden unseren Block einmal mit Nahtzugabe zu. Wir schneiden entlang dieser perforierten Nahtzugabenlinie. Und unser Block schaut schon sehr nach Patchwork-Block aus. In diesem Foundation Paper Piecing Video erkläre ich alles für Anfänger sehr kleinteilig. Das heißt, wir brauchen auch eine realistische Zeit, um einen solchen Block zu erstellen. Im nächsten Video werden wir aus unseren Blöcken den Stern formen und die ganze Decke zusammensetzen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten und patchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!